Schön, dass ihr reinschaut auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince Jordan, mit dem wohl mit einzigen Video, was ich zu Diablo 4 machen werde. Ob sich die League lohnt, schaut selber, aber mit Vorsicht zu genießen. Ihr kennt mein Wert. Hier wird nämlich Daddy. Wir zusammen sind heavy. Schön, dass ihr da seid. Ich will gar nicht so lange labern, bevor wir jetzt reingehen. Bei dem Campfire ihr meine Reactions dazu seht. Wir ein bisschen tiefer reingehen, was uns da so erwartet. Gleich mal vorweg so mit auf den Punkt gebracht, warum ihr die neue Season nicht spielen solltet. Ist vor allererst, denke ich, dass Blizzard mal lernt, dass sie mal richtig ein gutes Spiel rausbringen sollen. Denn für mich fühlt sich das immer noch an wie so eine Beta, wie so ein Early Access, wo so Step by Step das immer mehr dazu kommt, dass es zum richtigen Spiel wird. Ja, da sind gute Ansätze dabei und Blizzard versucht natürlich uns auch irgendwie bei Laune bei Stange zu halten. Wieder mehr Rogue-Buffs, Barbar-Buffs. Oh Mann, die haben ja so wenig Damage gemacht. Es wird doch wieder jeder Rogue, Twisted Blades oder irgendwas spielen. Ich habe nur kurz am Rande reingeschaut, dann habe ich gesehen, dass die Schadenzahlen sich erhöhen. Aller D3, alles was sie nicht machen wollten, machen sie wieder. Und machen wieder und machen wieder. Und Hauptsache, sie machen nichts falsch. Aber genau das, finde ich, ist der falsche Weg. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Jetzt auf jeden Fall erstmal den ganzen Videokram, den bisschen Stoffkram. Und dann sind wir uns am Ende nochmal für das Endfazit wieder. Da hört ihr dann, warum ich persönlich sage, ich werde es nicht spielen. Wer Spaß natürlich dabei hat, seht das nicht als Front, seht es nicht als Beleidigung. Das ist kein Hate-Video, sondern es ist einfach meine Erfahrung mit Hack and Slay spielen, wie sich das so entwickelt und wie mein persönliches Wohlbefinden dabei einfach ist. Und wenn das interessiert, der sollte jetzt auf jeden Fall reinschauen. Warum kommt denn das jetzt hier so spät? So, wir müssen jetzt starten, ja. Ja, ich wollte mal gucken. Also eigentlich bereite ich mich noch ein bisschen aufs Lästern vor, weil es halt absoluter Flop wieder wird. Aber wirst du ja gleich sehen und hören. Das ist der Trailer von der neuen League. Mit den Roboter, den man sich selber zusammenbaut. Weiß nicht, ob mich das umhaut, aber na. Welcome, Wanderer. I sense that recent events have brought you to me. These are strange times indeed. So many fear the inexplicable. Ich muss auch nach wie vor sagen, so, ich finde das auf der einen Seite cool, dass es so ein bisschen so dieses Oldschool-Retro-Ding immer hat, um diese Ligen einzufügen. Ich würde mir aber so schon Cinematic wünschen. Also so alle 3 Monate ein Cinematic, das könnte man recht für das Geld mal machen. Deal in it. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie das ist. Also es ist jetzt eigentlich nichts anderes, außer wieder... Egal, gucken. Legends state this rune is the missing piece of an arcane construct. A mighty weapon capable of harnessing ancient power for the one strong enough to control it. But be warned, for the construct is buried deep beneath Kyrgyzstan in the ancient vaults of Zoltan Kur. Untouched for centuries, they are protected by deadly traps of Kur's own design and guarded by his mechanical horrors. But the architect Zoltan Kur overestimated his cleverness. Very good. In his hubris, the mage abandoned his work, leaving darker forces free to corrupt his machinations and claim the vault's power for themselves. The answers await you in the depths. Take the rune, if you dare. Ich muss sagen, ich habe lange selten so einen langweiligen Trailer gesehen. Und so selten Bock auf eine neue League gehabt wie jetzt. Also da hat die D3 League mich wahrscheinlich mehr gecatcht als das hier jetzt gerade. Geil, wir können uns jetzt eine Roboter zusammenbauen. Und geil, Digga, wir haben jetzt wieder so einen NPC, der da erstmal wieder in dieser Open World irgendwo rumläuft. Dann können wir wieder ein paar Überbosse machen, damit wir ein paar Konstrukte, ein paar Dinger, Artefakte da zusammenbauen. Und damit der dann für uns da irgendwelche Sachen einsammelt. Das ist die neue League. Ganz kurz, ganz grob, ganz runtergeratzt. Das ist es. Das ist es? Nein, danke. Weiß ich nicht. Also da erwarte ich einfach mehr. Season of the Construct has so much going on. Ja, so much. So much. Und es steht jetzt ja schon fest, dass diese ganzen Sachen, die wir uns gewünscht haben, ja, dass die jetzt noch nicht umgesetzt werden, sondern erst für die nächste, übernächste League wieder geplant werden. Also so wie wir auf die Edelsteine-Updates gewartet haben, 2 Seasons,
brauchen wir jetzt wieder so lange. Und das ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der noch irgendwas taugt. Wow, 10 neue Über-Unique-Items, was das geben soll. Neue Challenges, also weiß ich nicht, wenn man das so sagt, das ist so maximal langweilig. Guckt euch das an. Those that do return are haunted, or worse yet, possessed. You seek out this place to put an end to whatever's lurking there. Following a lead, you discover a sprawling network of underground vaults. It houses the Loom, a priceless apparatus built long ago by the brilliant mages Zoltan and Ayujan of Chaldeum to shape the elements and build tools to serve humanity. While exploring the network, you rescue Ayujan, only to discover that the demon Malphus has taken over the Loom to create its own private... Wisst ihr was? Das ist einfach immer so gut inszeniert und so viel drum bla bla bla, dass man denkt, Wunder, was man da macht. Letztendlich läufst du da Dungeons, um diese Dinge, Konstrukte da einzusammeln, damit du defensiv oder offensiv was zusammenbaust, was dir dann wie so ein Begleiter hinterherläuft. Digga, das ist es. Das ist die neue... Das soll mich jetzt so übertrieben motivieren, da rein zu grinden wieder. Bis Level 100 wieder denselben Rotz zu machen. Nein, danke. Neue Skills. Bam. Neue Gebiete. Bam. Irgendwas Frisches. Wieder auf derselben Map. Wieder zum 1000. Mal dasselbe machen. Da hat doch kein Mensch Bock drauf. He's unlike other demons we've encountered in Diablo 4. He's shapeless, manipulates others, takes on forms other than his own. He has possessed one of Zoltankul's prized constructs. And you must work with Ayujan to explore the vaults, gain access to the Loom, and defeat Malphus. Das ist dann der tolle neue This Boss. season introduces constructs. These elementally powered monsters were originally created by Ayujan and Zoltan to protect and maintain the Loom. Unfortunately, Malphus has taken control of them and twisted them to his liking. Richtig spannend. Paar Roboter-Monster. Die zwei verschiedene Archetypen. 3, Entschuldigung. Fliegende Spinne, Skorpion und kriechende Spinne. Geil. Mal grün leuchten, mal blau leuchten. Das ist es. They're going to come across a broken version of the Seneschal during the questline. The Seneschal is a special construct Das schon built to wieder. command the other constructs based on Ayujan's and Zoltan's direction. Ayujan of Chaldeum repairs the Seneschal to follow your orders. The Seneschal construct is your companion. It's a rebuilt construct that will accompany you throughout the season. Your construct's power will grow along with you. The Seneschal construct has many different abilities that can complement the player's build. Was? It can deal damage, crowd control monsters, or even support you directly Ganz by healing toll. you or providing you a damage bonus. Tschüss. Magical stones are the key to customizing and empowering your construct. They are primarily found in vaults. You get governing stones from the season questline. Das ist es. Das ist es. Nichts anderes als die Vampirkacke, nur andersrum. Das ist genau dasselbe, nur in grün. Das ist wie wieder einsetzen und dann hast du hier und dann levelst du die hoch wie Runen und dann sammelst du die neuen Sachen bei diesen Erdbeben, da kommen die jetzt wahrscheinlich gleich zu, ich habe schon ein bisschen geguckt, die dann irgendwo auf der Karte stattfinden wie Events, dann läufst du, klapperst die ab, damit du diese Konstruktbauteile sammelst und das ist die neue League. Okay, wenn das gefällt, wer Spaß dabei hat, sei euch gegönnt, ja. Aber, nee, danke. Nee, danke. Maximal langweilig. Das schlafe ich ein. As players are progressing through the season of the construct and they're leveling up their Seneschal, adding new abilities and Ja, improving ganz toll hochleveln, damit er 3 Blitze macht. Wow! Wow! And also abilities that are just focused on buffing Was the für power Abilities! of the player themselves. Ein kleiner So that Strahl, der da players have rauskam. different options as they're progressing Wow. through the season. One cool Eispisse. ability is auto defense. Auto defense summons a magical barrier Ja, around geil. your Kreis um mich construct rum that shoots und macht down richtig enemy projectiles. defensiv. Ja, Another Mann. cool ability that your Schützt mich vor construct krassen has is Focus Projectiles. Fire. Das sieht It so is a chain langweilig of schlecht fire that aus. can chain to multiple Ich schlafe ein. enemies. Ich schlafe ein. Use combinations of Guckt euch tuning das an. sense to transform a seemingly simple skill into something truly crazy. Digga, sorry, Real Talk, ihr werdet genau dasselbe machen. Ihr werdet Dungeons laufen, damit dieses Teil hinterherläuft. Da ist null Innovation drin. Da ist einfach dieser eine Clou ausgetauscht. Macht mich das geil? Nee. Also ich sag persönlich, es lohnt sich erst Diablo 4 zu spielen, wenn wir das Hatred Update haben für 100 Euro. Alleine das schon. Was Blizzard da macht, ist einfach nur furchtbar.
ich hoffe, dass Diablo 4 stirbt, damit Vaults Diablo are 5 besser seasonal werden kann. dungeons that are Ich sag's filled so, wie with es a ist. high concentration of deadly traps. Ah, Where you deadly can farm for the traps! magic stones for Das, your dadurch wird das seneschal auch nicht besser. constructs. You can find the Hätten die das entrances in nicht different wenigstens zones of Megan Fox Sanctuary. sagen können? When the player ich was zu enters a gucken haben. vault, they are met in a familiar area of Sanctuary. Ja, voll die Then, geilen the Areas. player Hab ich noch nie teleports gesehen. to the vault proper, Sieht aus wie jedes encountering Dungeon, great das ich da gelaufen challenges. bin. Vaults not only have our new construct family in them, but also new traps built for this season. Players are going to discover many new hazards inside these Und, vault weißt du, wenn das dich wenigstens killen würde, wäre das ja so. Aber ich wette mit euch jetzt schon mein linkes Ei darauf, dass du da einfach durchlaufen kannst. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Das ist nicht annähernd so wie jetzt so ein Labyrinth oder sowas wie bei Path of Exiles. Das wird da einfach so sein. So, ja, toll. So schlecht. Guck mal hier, da dashst du einfach so rüber seitlich. Das ist doch keine Herausforderung. In a gauntlet of true skill. Players must avoid traps richtiger while True fighting Skill. waves of enemies in a Ja. powerful illusion. Wow. If you survive Richtig that, gefährlich, the traps dass du will da turn off and the festgebunden treasure room warst, is wie revealed. bei Lilith. If you get hit by a trap, you lose one stack of Zoltan's warding. Zoltan's warding is a special buff players can get by interacting with the statue Wow. of Zoltan Cool when they enter Das a ist vault. es. Das If ist es. they have a pearl of warding. Ward-woven chests are special chests players can interact with at the end of a vault if they have enough stacks of Zoltan's warding left Ja, over. okay, das ist Sanctum für Arme. Wer PoE spielt, weiß das. Ist cool. Ja, geht in die richtige Richtung. Ja. Gibt's mal ein bisschen Innovation drin. Ja. Kommt das erst in der 3. League? Ist das dann die League-Mechanik, die ich die ganze Zeit laufe, nachdem ich das 1-2 Mal gemacht habe und die Rewards so mittelmäßig sind? Was sie ja sein müssen, damit du wieder Held spielst, damit du wieder da spielst, damit du wieder über. Dann weißt du so, das weiß ich nicht so. Das ist If a immer player has dasselbe, more das than one tönt doch stack, nicht, they can Alter. open a rare ward-woven chest. Würden neue Skills kommen, ein neuer Charakter kommen, ein neues Gebiet kommen, dann wäre das geil. Aber nein, das wird natürlich erst wieder für 100 Euro passieren, wenn du wieder richtig schön reingepayt hast nach 7, 8, 9 Monaten. Have even better rewards. This season introduces our first stationary boss in Diablo 4. This is going to be a fight against this massive protective golem meant to watch over the vaults. Aber guck mal, wenn ihr das seht, ne, da klopfst du dann 30 Minuten drauf, dann das Ding bewegt sich gar nicht und dann gibt es da eine Mechanik, die ausgelöst wird. Are special chests players can turnt interact sowas? with at the end of a vault if they have enough stacks of Zoltan's warding left over. If a player has more than one stack, they can open a rare ward-woven chest. Those have even better rewards. This season Der ist auch nichts anderes als den Baum sammeln, Digga, um dann eine Kiste zu. introduces our first stationary boss in Diablo 4. This is going to be a fight against this massive protective golem meant to watch over the vaults. The Malthus, once again, has Wow. managed to corrupt and control. Wirklich schwierig. Because it's stationary, it gives us the opportunity to include some of Da the leuchtet dann season's ab new und zu mal das traps Feld into auf. the arena. Dann geh doch weiter nach This unten presents oder a weiter lot nach of oben. unique and new Da mechanics genau for the drauf players zu stehen, to ist doch navigate keine and fight. krasse Mechanik. Players going Mach to need to dreimal bring hintereinander all die their 3 Räder skills da and rein. abilities to bear as they try to destroy and fight off these Malthus-controlled constructs. They're also going to make good use of their own seneschal, make sure they remain upgraded in the fights to come. The Gauntlet is a new, thick-seed, non-linear dungeon where players have a fixed amount of time to achieve high scores by proving their might. Any player who unlocks World Tier 4, Torment Mode, can compete in the Gauntlet. The Gauntlet starts several weeks into the season of the construct. At the beginning of each week, a new Gauntlet replaces the current one. Unlike other dungeons, every time you and other players enter the Gauntlet that week, it will be exactly the same. Same monster positions, same affixes, everything. This makes it a fair competition. Additionally, monsters within the Gauntlet start at level 100. This is meant to test your fully leveled up and geared out build. It's highly replayable, enabling a broad set of player choices. Ja, Players dieses can try different Ranglisten-Ding classes kommt and jetzt halt. strategies for achieving high scores. Leaderboards are a place for top players to compete with one another in the Und was gibt's Gauntlet. dafür? These reset each week when a new Gauntlet appears. There are solo leaderboards for each class, as well as party leaderboards that vary with party size. And of course, there are a set of leaderboards just for hardcore players too. But some players may not be ready for that type of play, so we've created goals for them as well. Each leaderboard has a Aber was denn? ladder that you climb to reach it. Each rung of the ladder awards a seal that you can show off. Sieht schon mal maximal komisch aus. 2 Handschuhe und irgendwas dann. Sind da Mats drin oder was ist da genau drin? When you earn the seal of the worthy, you'll be ready for leaderboard competition. Can't wait to see you in Sanctuary. Ja, ist natürlich ein Anreiz. Ist dann auch mal was dann so ein bisschen mal in die Richtung geht, wo man jetzt sagt, okay, da kann ich mich mal ein bisschen austesten. Es hat was gebracht, mein Bild nach vorne zu bringen. Das ist ja schon mal okay.
Aber macht es das Spiel besser? Nee. So Kleinigkeiten, ne? Ist halt die Frage, wie motivierend ist sowas? Ja, ist cool. Players got to actually collect really cool cosmetics. If you wanted to carry some bells and race around on your bag or on your weapons and everything like that, you had the opportunity for that. Another good opportunity for our players to actually provide feedback, because this was our first like holiday event, and so we're actually going to have future holiday events. You guys will hear about one pretty soon in the future, and you know, based off of a lot of great feedback we got, you'll be seeing that feedback applied to some of these future events that we have coming forward. And of course, at the end of the year. So. I actually, funny enough, I might actually be playing. Hat sich der Ferguson erstmal schön auf die Brüste I don't gemacht. know what you guys were planning on playing for season 3, but. The team makes fun of me. I play Swark every single season. I mean, that's my favorite. I played Swark last season too, so Yeah. I don't blame you. Well, I've been meaning to play Druid, so I might do that. There Buck we the go. trend there. There we go. I did Druid in season 1. I did Swark in season 2. Feeling Necromancer in season 3, so I think that's going to be my choice there. But so it was great to see all the numbers and all the stats from Diablo 4 since launch. But today we are here to talk about season 3, Season of the Construct. It's arriving January 23rd. Dan, do you want to give us a quick little rundown? Sure, yeah. So Season of the Construct is packed with a lot of content. And so there's a lot of things we're going to cover coming up. I mean, the first thing we're going to talk about is our all-new quest line that delves beneath the sands of Kyrgyzstan. Nothing good happens beneath the sands of Kyrgyzstan, so that's where we're headed. And in addition to that, as you've seen from a lot of the promotional materials, we are now introducing a seasonal companion called the Seneschal Construct. And that is something that you can upgrade and really kind of round out your builds in new ways. In addition to that, we have a couple of new repeatable activities. The first is the Vaults, which is an all-new dungeon type. And the second is Arcane Tremors, which is a new overworld activity. And last but surely not least, in terms of the Season 3 package, is the Gauntlet and leaderboards. And those are coming pretty soon. But we'll give you a bit of a tease right now, I think. Yeah, so I know a ton of stuff for Season 3. Yeah. This is most definitely the biggest season yet for Diablo 4, with a lot of content. ja. And as you mentioned, questline and story being the first thing that we wanted to dive into. Madeline, I think this is a good opportunity to talk to us a little bit about what we can expect for the questline for Season 2. Absolutely. So as Dan mentioned, we have a new quest line for Season 3. It's from the Vaults of Zoltan Kuhl. Deckard Cain für Arme. Malthus has taken over the vaults, different technology and magic. Das fällt euch jetzt ein. Das fällt euch jetzt ein. Nachdem wir nach 100.000 Jahren da waren, wo Lilith da war, jetzt kommen auf einmal die Konstrukte aus der Hölle da unten. Wo waren die denn vorher? Stories. War nicht da. We spent a lot of time discussing as a team what we even wanted to do for Okay, dieses ganze Iliad Gelaber Clan. skippen wir mal. The quest line, the early parts. You are going to start in Gaea Kuhl, where Malthus's influence has seeped in. Villagers and demons don't typically go well. I can't even imagine their insurance rates. But they hire you and they're like, hey, something's going on, something up north, please figure it out for us. And so you find the first vault and you delve into it to try and get a sense of what's going on. And these are where you're going to start seeing the first hostile constructs that Malthus has corrupted. Es ist ja einfach clever gemacht, ne? Es sind ja eigentlich an sich immer dieselben Gebiete. Da werden neue Assets einfach eingebaut. In dem Fall dann jetzt hier diese Roboter. Und drumherum ist dann halt einfach dasselbe Dungeon, Wüsten-Dungeon wie vorher. Und so spielt man das dann immer ab. Dann sind die Rewards einfach recycelt. In dem Fall sind es dann keine Blutsplitter oder Dinger mehr. Dann sind das halt einfach so ein paar Metallkisten. And find your own construct. You start finding pieces of it. You're going to keep traveling through, and eventually you're going to find Aizhan, who is in a less perfect and ideal situation under Malthus's influence. You eventually free him. He's like, thank you so much. I don't even know what's going on, but let's figure this out together. And he fixes the Seneschal construct for you. It's like, you're probably going to need this as we delve into and force Malthus Das out. ist doch langweilig. Das kann mir doch keiner erzählen. Imagine then Malthus is pretty much
become like the embodiment. It's the vault itself, and the vault is now coming alive to try and kill you. When you delve into the vaults, it's definitely going through his literal body. Yep. He definitely wants you out. He doesn't want you in there. He's going to do he'd throw everything in the kitchen sink at you. Yep. We also have footage of our new seasonal town, the Gate Hall. This is kind of the gateway between the vaults and the upper world. You're going to go through it in the quest line, and then it is going to turn into a town for you to use. Has a waypoint, so easy travel. Most of the vendors that you know and love, you see here that they're actually construct vendors. Wow. Gebiet mit eigenen Händlern. You know, find a way that players hadn't seen before. Ja. And so that is how the Seneschal came into being. Now the Seneschal is this little construct, well, maybe not so little, but it follows you around. And it has different skills and abilities. And I will note, I will note, you can pet your construct, your Seneschal construct, which is you have to be able to pet it. So yes, you absolutely can. Important. Yeah. Ganz toll, wir können unser Scheißvieh streicheln. And so you can have two skills. Now, even though Focus Fire is a fire attack, Electrocution is going to add some lightning damage to it, and it's also going to add a little bit of chance of stun. And so now we're dipping our toes into this crowd control. And then finally, we're going to add arcing support. And arcing support's really cool, because arcing support allows your abilities to chain. And so now let's see what that power is going to look like when we bring it back up. Geil. PoE craften für Anfänger. All right, so here now you can see that Focus Fire is chaining amongst enemies. You can see that some of them are getting stunned, a little electricity around them, and it had a bigger area of effect. Similarly, if we were to apply some of these to the lightning bolt attack. Das heißt, du musst, wenn du was reißen willst, mit so einem Roboter rumlaufen. Let's say we gave it multi-shot in that arcing support. Geil. Now it Mehr can Effekte just als du blast through selbst. enemies. Ach ehrlich, diese Vaults ist vielleicht mal lustig, aber richtig krass wirkt es jetzt auch auf mich nicht. Außer, dass man jetzt ein bisschen abwartet, rumläuft. Ja, es ist mal was Lustiges, so ein bisschen dieses Labyrinth-Imitieren von PoE. You know, oder Sanctum. Und dann gibt es halt dort Belohnungen. Tons of traps here. I know that there's some gameplay ist mal eine nette avoiding any rewards associated with those as yes, well. absolutely. So certainly Madeline has outlined a lot of the risks associated with vaults. I mean, those hazards are going to be pretty unforgiving. Aber wie wichtig sind diese But if we're putting a lot of risks in front of you guys, we want to make sure there's a lot of rewards dann 3 too. So verschiedene you saw a little Trap-Räume, bit of it already with like halt auch some of the irgendwann basic chests weißt du? in the vaults have been souped up, so they're more rewarding than those chests you'd find in other dungeons. But there's another mechanic at play too, and that's called Zoltan's warding. So as you enter vault, after you've cleared some of Malphas's influence out of the vault, you can find the statue of Zoltan Kuhl, because of course Zoltan Kuhl, he has to have a statue. He's got to have a statue in every vault. I mean, that's just how he rolls, right? So if you're able to find a special, it's called a Pearl of Warding, you can offer that to the statue, and in return, the statue is going to grant you Zoltan's warding. This is a buff. It doesn't really help your combat too much, but what it does is it gives you additional rewards, and you can see right there, there's kind of that glowing one to the side with the icon. That is a ward-woven chest. Ja, ist okay. Ist aber auch nicht toll. Also. Cue up some video for that too. And so here, you've arrived and you see basically a roaming band of constructs, and obviously it's your job to go in and kill them and send them back to where they came from. But that's not all you need to do within this activity. What you're looking to do to really advance the activity is look for these cores that you can use to draw out Malphas's most powerful lieutenants. Ist doch dasselbe nur wie vorher mit dem Vampir mit dem from an obelisk, which is an overworld hazard, and you've got to make sure to not get hit by that. And if you collect enough cores, you're able to deposit them in a brazier, which you can see on screen here glowing. And the brazier is a signal that you are now challenging one of the heralds of Malphas. And the herald of Malphas you see appearing right there. You and hopefully a bunch of other of your friends will
Dann kommen wir wieder zu dem wichtigsten Teil bei Diablo. Das sind dann die Battle Pass Premium Upgrades neue Looks. Ich sag euch ehrlich, die sehen an sich ja immer nicht schlecht aus. Aber mittlerweile kann ich darauf auch scheißen. Da gibt es genug, die man umsonst findet. Ja, wow, wir haben jetzt einen neuen Portaleffekt. Wunderbar. Aber für das Geld, sage ich ganz ehrlich, da habe ich schon so viele Rüstungen gefunden, da muss ich mir das auch nicht kaufen. Und das ist für mich jetzt auch wieder so ein Ding, wo ich mir sage, so, das sind immer wieder dieselben recycelten Dinge, so ein bisschen themenbezogen. Ja, das Pferd hat jetzt so ein bisschen dieses Konstrukt-Feeling, so auf mechanisch. Aber die Rüstung, das könnte jetzt auch die andere Vampir-Rüstung gewesen sein oder die Rüstung davor. Ich könnte es nicht unterscheiden, sage ich ganz ehrlich. So. Und ob es jetzt das ist, wieder was man haben will, keine Ahnung. Into retirement, Langweilig. because we heard that. Das sind, wisst ihr was? Das sind so diese Prozesse, die man macht, bevor ein Spiel rauskommt. Wie so in so einer Alpha, dann in der Beta, so, weißt du, und dann im Early Access. Dann wäre das wäre Progress. In dem Early Access wäre das so die Steps. Hatte 2 Monate. Dann zum fertigen Spiel. Aber Diablo 4 wird ja erst wirklich Ende des Jahres spielbar sein. Wenn dann die neue Klassik, wenn dann das Add-on da ist, da fängt es dann ja auch erst wirklich an, interessant zu werden, finde ich. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber so ist das wirklich immer dasselbe. Lots of snow. In grün. But So, I'm really going to be going over 3 different major topics today. We'll talk about what's coming for Season 3 and beyond. So the first one is, I think, what everybody expects. We have some new class updates. Nein. Lass mich raten. Twisting Blades, Hunter Barbar und polarisieren Druide. Meta. A little bit of a caveat here, though. I'm not going to be going over every single node or every single update, but I'm going to give you kind of a high level of what's coming for every class. But you'll definitely find out some more stuff when you look into the patch notes and see other things we're doing. And patch notes are going to be coming out very soon, like tomorrow. Tomorrow, actually, yeah. They're coming out tomorrow, so probably expect to see them tomorrow. we'll give you a preview Ja. today, but Mein you'll see Leben the wird full sich patch verändern. notes. Wir werden jetzt 18. Correct. Wir werden So jetzt wie Tableau erstmal 15 Videos dazu machen, zu jeden Class-Metern. Und dann wird jeder wieder das spielen, was jetzt einmal geupdatet wird. Und dann wird wieder jeder dasselbe machen. Und das wird einfach wunderbar geil sein. be a preview, but you know, you'll still get an idea of kind of what we're thinking and what we're doing. Next, I want to do a brief explanation of kind of how we currently view class balance. You know, the game's gone through a lot. We've been out for a little while. We also have the gauntlet coming. Und lasst mich raten, die Schadenszahlen werden angehoben wie bei Diablo 3. Obwohl wir das ja nicht machen wollten. So, you know, a lot of changes coming, and we're going to be adapting to it. And then the last thing is kind of a roadmap for our plans for seasonal updates going forward. I kind of want to give people some more concrete ideas of when we update and how we update. So first, we're going to start with the class Das updates. ist das Wichtigste. So first, for the Barbarian, Baba. we've got a few things going on. The first one is some big improvements to Charge. You know, right now, Charge is, you know, you need a bunch of different legendaries and other effects to make it really kind of sing and be powerful. And we're going to be moving a lot of power to the baseline skill from legendaries and other effects. It's going to do a lot more damage now than it did before. We might be insane, Hat ja so wenig but gemacht. I think it's really cool, and so Ach. we're going to do it. But you can see here, kind of Season 2, what the damage numbers look like. I did like 1,200, and then Season 3, it's like 12,000. So, you know, like, Ja, geil. like 8x or something like that. So Das it's going to do a ist lot of damage now, baseline. Of course, legendaries are adjusted to compensate, but yeah, you should have a lot more fun with it out the gate. We're also doing a lot of buffs to key passives, such as Walking Arsenal, to kind of keep them up to date with the one that most people pick. That shall not be named. And then also we're adjusting a lot of shouts. You know, we got a lot of feedback that players don't really like feeling kind of mandatory that they put all the different shouts on their bar. I played a Barbarian last season. I know how it feels. So we're trying to kind of walk this line where we want it to be fun and you can put all the shouts on your bar, but it's not required and you kind of feel like there's good reasons not to. So we've done some changes there. And, you know, if I were a betting man, I'd say I'd put my money into, you know, Charge and maybe some key passives as far as things that I think you'll be happy to see. So I think you'll be... Okay, ich werde jetzt kein Video machen über die einzelnen Klassen und da. Das Video soll eigentlich eher beratender Funktion sein. Wer das im Detail will, sollte sich da Kollegen ansehen. Ich werde das auch nicht auslutschen, jedes Mal so dann 8 Videos dazu machen, so, oh, der Barbar und wie da. Ich finde das mittlerweile affig. Wen sowas interessiert, der guckt selber mal nach. Ja, ich weiß, bei YouTube lieben das die Leute. Ich habe da aber momentan, also ich bin diese League wirklich so abgeturnt, dass ich es nicht machen werde. Rogue jetzt noch mehr buffen, ja? Wie kann man den denn noch mehr buffen? Ich guck mir das gar nicht weiter an. Das ist einfach nur dumm, ey.
Da sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ihr habt das jetzt alles schon gesehen. Die das bei Twitch jetzt miterlebt haben, freuen sich jetzt auch schon auf mein Endfazit. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mit Liebe dabei bleiben. Kommt zu uns auf Twitch. Wir spielen natürlich auch andere tolle Spiele. Path of Exiles. Wir werden Path of Exiles 2 spielen. Wir werden Titan Quest 2 spielen. Also viele Zweierteile. Aber wir sind natürlich bei allen anderen Sachen auch dabei. Und auch Real-Life IRL-Streams und so. Gibt's bei uns viel zu sehen. So, warum sollte man das nicht spielen? Ich sag euch eine Sache. Es ist extrem langweilig. Ich habe selten sowas Langweiliges gesehen. Es turnt mich null, mit so einem Metallkonstruktor rumlaufen, was da ein paar Attacken kann oder ein bisschen Gold einsammeln. Das ist für mich jetzt kein Season-Inhalt, wo ich jetzt sage, boah, da bin ich geil drauf, wieder auf Level 100 zu grinden, wieder dasselbe zu machen. Auch einen Boss da wegzuhauen, ist für mich jetzt nichts super Tolles. Was ganz geil ist fürs Endgame, ist, sage ich so wie es ist, diese Leaderboard-Geschichte mit Rewards, wo man sich messen kann, das bringt auf jeden Fall so ein bisschen diesen Anreiz auch von diesen PvP-Gedanken, beziehungsweise dieses Competition-Ding weg. Da werden einige Spaß haben oder sagen, ey, der ist krass. Was wird natürlich wieder passieren? Man guckt sich Rangliste Top 10 an und spielt dann immer wieder dasselbe. Das heißt, die Individualität geht natürlich flöten, weil alle so spielen wollen wie Rangliste 1. Auf der anderen Seite ist es geil, sich einfach zu contesten und zu messen, zu wachsen. Was ja auch ganz lustig ist, sind diese Vaults, so à la Sanctum, PoE, mit so Rewards, mit Fallen. Ich fand die jetzt aber, was ich jetzt gesehen habe, nicht so spannend. Und wenn es jetzt nur 3-4 Layouts gibt, dann hat man das auch schnell raus. Es ist was Frisches, es ist so der richtige Weg, aber es reizt mich beim Weiten nicht aus, jetzt zu sagen, ich will das deswegen spielen. Ja? Versteht mich nicht falsch, man kann natürlich immer nörgeln und alles schlecht machen, die bringen da jetzt was, aber das ist für mich nicht annähernd der Umfang oder der Spaß oder das Spezielle, wie es jetzt ein Path of Exiles macht. Und Path of Exile macht es immer umsonst und das ist einfach ein Titel, für den ich viel, viel Geld bezahlt habe, was einfach Milliarden verdient und da erwarte ich einfach sehr, sehr viel und es wird einfach nicht erfüllt und es ist einfach so ein recyceltes Ding, einfach mit neuen Skins und so wird sich das auch spielen. Und ich wette mit euch, nach einer Woche sind wir alle wieder draußen und deswegen werde ich, glaube ich, nicht diese League spielen, auch wenn es viele Klicks bringt. Vielleicht bringen wir 1, 2 Bildvideos raus von den Freunden oder bei den Leuten, die bei mir im Discord sind, weil ich weiß, viele sind mit Diablo 4 mit Liebe dabei. Auch ich habe viel bei meinem Kanal damit gemacht, mit Giveaways, mit Sachen, mit diesen Layouts hier hinten, mit Lilith und ich habe sogar einen Diablo 4 Song gemacht. Also das ist ja auch alles kein Hate. Wisst ihr, was ich meine? So, ich bin ja auch eigentlich von Tag 1 mit dabei, aber es hat einfach für mich mein Pulver verschossen, es hat mein Vertrauen missbraucht und auch solche Sachen wie das Add-on für 100 Euro, wie findet ihr das? Alles so fragwürdige Geschichten, der möchte ich einfach boykottieren. Und jeder, der das sieht, der soll ein bisschen aufwachen, geht da ein bisschen kritisch mit um. Und das war's von mir, meine Lieben. Euer Vince Jordan. Wir machen weiter auf Twitch mit Path of Exiles tatsächlich. Wir doppelt corrupten den Mageplot, aber seht ihr bei mir live. Ich bin erstmal raus. Euer Vince Jordan. Peace.